From nowhere to somewhere, world of marble and gods. The five of us are in the Korinthkanal. We take this beautiful shortcut instead of circumnavigating the Peloponnese. Unser erster Kanal, den wir erleben, ich finde es ziemlich aufregend. Wann wurde der gebaut? 1960? 64, 67, ne 1864? 1864, 67, irgendwie sowas, ne? So when was it built for? I think it was 1896, I think. Don't quote me on that, alright? Sorry guys, both answers are wrong. Actually, the canal was built between 1881 and 1893. Aussie, 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 oi, oi, oi! About 12,000 ships pass through the channel each year, and people from all over come here to view the spectacle of the boats passing through the 21-meter wide gap. Looks like it's going uphill. Es ist völlig abgefahren. Der Captain hatte uns vorgewarnt, der sagte so, es würde so wirken, als würde es bergauf gehen. Und es ist wirklich so, wenn man in die Richtung schaut, dann geht's bergauf. Und dann dreht man sich um und in die Richtung geht's runter. Aber das ist gar nicht möglich mit Wasser. Krasse Sache. Total schräg. The 79-meter high cliffs create this optical illusion and an incredible atmosphere of being small. Unglaublich krass, wie scharf diese Kanten ins Wasser gehen und hier das Wasser so türkis scheinen lassen. Vorher war es bläulich und jetzt hier drin wird es weißlich türkis. So good is that? Once in a lifetime, eh? Ja. Well, for me twice, but anyway. My daughter stayed through here last time. On the boat it feels narrow with only 6 meters to each side. Our friend's boat fit in easier than the Big Bandicoot. Together with Julie and Terry, we are heading to the next harbors in Corinth and Athea to exchange photos and visit the Oracle of Delphi. Since I had first known about Greek mythology, I had always wanted to go to this mythical place that was so important for the ancient Greek people. Delphi was extremely rich, with uncountable statues, and even a whole building made out of the precious marble from Paros, the island where we just had been a couple of weeks before. That's old. That is an old rock. That's an old rock. I think this is the rock that Zeus dropped in Delphi. The original stone is in the museum by now, but Thomas is still right. It was believed that Zeus dropped the stone to discover the center of the world, which he found in Delphi. While Thomas and I explored the temple of Apollo in our own style, Dee had disappeared. She had been meditating at the sanctuary of Athena, a goddess worshipped as a patroness of wisdom, fertility, and health. And so we found you. You found me. Dee was especially drawn to this building, the Tholos, a masterpiece of Greek architecture and associated with the cult of Mother Earth. For me, it's like whatever is in a place leaves traces behind, and that's what you pick up when you enter holy places, sacred places. And for me, this is like that. I imagine all these women worshipping Mother Earth, and you feel that when you come here. Unglaublich. So schön einfach. Und dann die Geräusche. Das ist unglaublich. Hier kann ich verstehen, dass man anbetet, dankbar wird, sich ausrichtet nach Gott, nach dem Göttlichen. Ich bin mit dem christlichen Gott aufgewachsen. Ein Gott, allmächtig, weltumfassend, gnädig, was auch immer. Und dann kommst du in eine Religion hinein, in der es ganz viele Götter gibt, wo jeder einzelne Gott für eine andere Tugend oder für eine andere Eigenart zuständig ist. Und das fand ich total spannend, weil ich glaube, das ist, oder für mich war das ein total nachvollziehbarer Gedanke. Diese unfassbar unterschiedlichen Anteile, nicht auf einen Gott zu bringen, sondern irgendwie aufzuteilen. Das macht diese Götter irgendwie greifbarer. Schön beeindruckend, wie sich die Finger dieser Pfeiler ausstrecken, um diese dünne Linie festzuhalten, auf der tonnenschwere LKWs hin und her fahren. The amazing thing on a boat is that you always get new perspectives and impressions, while your close environment doesn't change.
sind jetzt hier am Rande vom Golf von Korinth. Das heißt, wir nähern uns auch der Grenze von Griechenland. War eine unglaublich coole, wertvolle Erfahrung. Gerade hier der Golf von Korinth hat mir viel Freude gemacht mit Delphi und allem drum und dran. Es wird langsam ein bisschen grüner. Auf der anderen Seite war Raphael kurz davor, das Schiff zu verlassen, saß auf gepackten Koffern. Es ist keine Zahnbürste mehr da gewesen, das Handtuch war weg. Ziemlich gruseliges Gefühl. Also es ist nicht immer nur alles golden, was glänzt. Ja, heftige Woche, spannende Phase. Worlds collide on this boat. Phil invited strangers, and that causes conflicts. Unlike to the modern life on land, you can't avoid them unless you leave the whole microcosmos of the boat. Was ich mitnehme, ist vor allem, wie sich das Boot entwickelt hat. Also die Gruppe auf dem Boot, ganz besondere Sache. Es gab einige sehr unschöne Auseinandersetzungen, die uns alle, glaube ich, echt viel Kraft gekostet haben. Aber man kann fast sagen, dass wir jetzt so an einem Punkt sind, wo man sagt, ja, jetzt macht jeder so ein bisschen sein Ding, jetzt machen wir aber auch gemeinsam und sind immer mehr eingespielt. Das fühlt sich sehr schön an. Es wird noch besser. Oh yes, he's so right about that. And when you get the chance to see such incredible things like dolphins or even pilot whales, it can be worth it to also accept the challenge of getting along with each other. And isn't it great to know that we are not alone with these things? Also, those huge mammals Things are huge. have social problems. Phil and the boat take us in a row to awe-inspiring nature and unique places, like the Lipari Islands in Italy. On a hike I can feel and smell the active volcanism. The evaporating hydrogen sulfide smells like rotten eggs and creates these sulfur crystals on the hot ground. Also awe-inspiring, the Cave of the Nymphs on Kefalonia, a mystic cave with crystal clear water and amazing stalagmites. On the Ionian Sea between Greece and Italy we are becalmed, and we stop for a unique swimming experience on the plain sea, with the next land 3 kilometers below us. Incredible! As I'm lying on the ground, where you left me, there I will be found. I'm alright, and so the world around. As I'm trying to put my thoughts